Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Musculus. Heute zu dem Thema Corticosteroidtherapie bei Duchenne-Muskeldystrophie. Dazu spricht heute mit uns die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde der neuromuskulären Abteilung und der Neurorehabilitationsstation der Klinik Favoriten in Wien, Frau Doktorin Anna Wiesenhofer. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Brix. Gleich zur ersten Frage, wie immer. Was ist denn die Rolle der Corticosteroide bei der Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie? Corticosteroide haben einen entzündungshemmenden Effekt und genau hier setzt es an in der Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Durch diesen entzündungshemmenden Effekt kommt es zu einer Reduktion des Muskelfaseruntergangs und dadurch zu einer Verzögerung der Erkrankung. Ab welchem Alter werden sie eingesetzt und gibt es eine Altersbeschränkung für die Einnahme? Wir empfehlen die Therapie ab dem 5. Lebensjahr, also ab dem 4. Geburtstag. Altersbeschränkung nach hinten hinaus gibt es derzeit keine und es wird auch nach Gehverlust weiter empfohlen. Wie wirken denn Corticosteroide bei Duchenne und welchen Nutzen haben sie für den Krankheitsverlauf? Corticosteroide, wie ich schon gesagt habe, hemmen die Entzündung, also sie binden an einen Rezeptor, der die Entzündung hemmt und dadurch kann es den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen. Das heißt, dass wir aus Studien wissen, dass der Zeitpunkt des Gehverlustes dadurch 2 bis 3 Jahre nach hinten verzögert werden kann. Wie unterscheiden sich denn die Corticosteroide in ihrer Anwendung? Wir haben derzeit 3 Präparate zur Auswahl in der Behandlung der Muskeldystrophie Duchenne. Wir haben in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt mit dem Prednisolon und Deflazacort. Das sind Tabletten, die eingenommen werden. Alle Medikamente werden in der Früh eingenommen, da das auch, also Corticosteroide sind, produziert der Körper auch selber und da ist in der Früh der Spiegel am höchsten, deshalb nimmt man sie in der Früh ein. Die ersten beiden, die ich gerade schon erwähnt habe, eben als Tabletten und zuletzt zugelassen wurde, war Molorone, bekannt unter dem Namen Agamree und das ist ein Saft. Vielleicht kurz, welche Vor- oder Nachteile zeigen denn die Präparate? Corticosteroide haben bekannte Nebenwirkungen. Alle Präparate machen eine Gewichtszunahme. Der Vorteil von Vamolorone, es ist momentan davon auszugehen, dass es hier zu einem günstigeren Nebenwirkungsprofil kommt in Bezug auf den Knochenstoffwechsel und in Bezug auf das Wachstum. Und es gibt auch Daten, die zeigen, dass Verhaltensauffälligkeiten, was ebenfalls eine Nebenwirkung von Corticosteroiden sein kann, auch weniger häufig auftreten als bei vergleichsweise Prednisolon. Welche Nebenwirkungen treten typischerweise bei einer Corticosteroidtherapie auf und wie kann man sie möglichst gut managen? Bei allen 3 Präparaten ist die Gewichtszunahme sicher die am meisten im Vordergrund stehende Nebenwirkung. Und hier muss man das auf jeden Fall sehr genau im Auge behalten. Und wenn es zu einer Gewichtszunahme kommt, zu einer deutlichen Gewichtszunahme kommt, primär kann man hier mit Ernährungsberatung eingreifen. Aber wir sehen es auch sehr häufig, dass die Dosis dann reduziert werden muss. Neben der Gewichtszunahme gibt es noch folgende Nebenwirkungen, die gut bekannt sind, nämlich Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel. Es kommt häufiger zu Frakturen und zu einem Osteoporose-Risiko, also Frakturen sind Knochenbrüche. Dann kommt es zu Verhaltensveränderungen. Es kommt zu einer Wachstumsverzögerung bzw. zu einem Wachstumsstopp. Es kommt zu vermehrtem Haarwuchs und zu einem sogenannten Cushing-Phänomen. Das sind die wichtigsten Nebenwirkungen und diese gilt es bei der Behandlung mit Corticosteroiden regelmäßig im Auge zu behalten und durch Kontrolluntersuchungen beim Arzt überprüfen zu lassen. Wie sehen denn die aktuellen Entwicklungen bzw. Zukunftsperspektiven in der Corticosteroidtherapie bei Duchenne aus, etwa im Hinblick auf Kombinationstherapien? Corticosteroide sind seit Jahren ein Eckpfeiler der Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie und werden das bestimmt in den nächsten Jahren auch bleiben.
nahezu alle Studien an neuen Medikamenten werden durchgeführt bei Patienten, die Corticosteroide einnehmen. Wir haben seit Sommer 2025 zugelassen Givinostat und auch Givinostat ist zugelassen in Kombination mit einer Corticosteroid-Therapie. Damit kann man sagen, dass die Corticosteroid-Therapie weiterhin ein Eckpfeiler bleibt der Erkrankung und neu zugelassene Medikamente in Kombination mit Corticosteroiden gegeben werden. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für die Beantwortung unserer Fragen und ich wünsche alles Gute nach Wien. Vielen Dank, Herr Brix. So, das war die Folge Musculus zum Thema Corticosteroid-Therapien bei Duchenne-Muskeldystrophie. Wenn Sie weitere Fragen haben, finden Sie sicher Antworten auf unserer Homepage www.muskelforschung.at oder Sie schauen in unserer Infobox nach weiteren Links. Außerdem würden wir uns über ein Gefällt mir freuen und vielleicht abonnieren Sie gleich unseren Kanal. Und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.